Es gibt immer was zu tun. Ist nicht nur der Slogan eines bekannten Baumarkts, sondern beschreibt auch ganz gut unseren Arbeitsalltag. Obwohl wir den ganzen Tag an verschiedenen Aufgaben gearbeitet haben, nach Feierabend kommt oft das Gefühl auf, nicht wirklich vorangekommen zu sein. Oft liegt es daran, dass wir unsere Aufgaben nicht intelligent genug priorisieren. Wir achten zu wenig auf das, was man das Aufwand-Nutzen-Verhältnis nennen könnte. Irgendwie fühlt sich alles dringend und wichtig an und am Ende schaffen wir kaum etwas. Etwas, das dir dabei helfen kann, Klarheit zu schaffen: das Pareto-Prinzip. Was ist das Pareto-Prinzip? Das Pareto-Prinzip ist auch bekannt als die 80-20-Regel. Sie besagt grundsätzlich, 80% der Ergebnisse werden mit 20% des Gesamtaufwands erreicht. Die verbleibenden 20% der Ergebnisse benötigen mit 80% die meiste Arbeit. Noch allgemeiner lässt sich festhalten, oft sind 20% der Ursachen für 80% der Wirkung verantwortlich. Das Pareto-Prinzip ist deswegen so faszinierend, weil es sich in den verschiedensten Zusammenhängen beobachten lässt. So sind ungefähr 80% des Weltvermögens in der Hand von ungefähr 20% der Weltbevölkerung. 80% aller Verbrechen werden von 20% der Kriminellen begangen. Aber die Chancen stehen auch gut, dass du 80% der Zeit nur 20% deiner Klamotten trägst. Das Pareto-Prinzip hilft dir, deine Zeit in die Aufgaben zu investieren, mit denen du am Ende die größte Wirkung für dich und dein Team erzielst. Nämlich 80% bei nur 20% Aufwand. Welche Rolle spielt die 80-20-Regel in der Arbeitswelt? Erst einmal, es gibt mehrere Frameworks, die 80-20-Regel auch in komplexen Projektumgebungen anzuwenden. Wir wollen aber vor allem das zugrunde liegende Prinzip deutlich machen, das du auch im Management überall antriffst. Lass uns einmal 3 sehr verschiedene Bereiche anschauen und damit illustrieren, wie universell das Pareto-Prinzip zutreffen kann. Vertrieb, Softwareentwicklung und den Non-Profit-Sektor. Erstens Vertrieb. Für zahlreiche Unternehmen ist es so, dass 80% des Umsatzes durch 20% der Kunden generiert wird. Wenn du nun im Vertrieb arbeitest, kann es Sinn machen, deine Arbeit entsprechend zu priorisieren. Sprich, was haben diese 20% wichtigsten Kunden gemeinsam? Wie kannst du deine Vertriebsstrategie so ausrichten, dass du auf diese gemeinsamen Aspekte eingehst? Im Umkehrschluss, zu oft treffen Unternehmen Entscheidungen, die 80% ihrer Kunden ansprechen, die aber nur 20% des Geldes bringen. Zweitens, Softwareentwicklung. Microsoft stellte bereits vor über 20 Jahren fest, dass 20% der Bugs, also Softwarefehler, für 80% der Nutzerprobleme verantwortlich waren. Bei der Optimierung der Nutzererfahrung kann es also ratsam sein, zunächst die Fehler zu identifizieren, die den meisten Ärger auf Nutzerseite verursachen und nicht etwa die Fehler, die den IngenieurInnen am häufigsten auffallen. Drittens, der Non-Profit-Sektor. Zahlreiche gemeinnützige Organisationen haben festgestellt, dass ca. 80% ihrer Einkünfte von 20% der SpenderInnen stammen. Klug gemanagte Organisationen ziehen diese Verteilung dann in Betracht, um die Prioritäten zum Beispiel in der Kommunikation entsprechend auszurichten. Wie lässt sich die 80-20-Regel konkret umsetzen? Im Grunde besteht die Umsetzung der 80-20-Regel aus 2 Schritten, die einfach erscheinen, aber oft kompliziert sind. Erstens: Identifiziere die Ursachen, die für den überwiegenden Teil deiner Ergebnisse verantwortlich sind. Hier ist es besonders wichtig, wirklich intelligent über deine Ergebnisse nachzudenken. Nehmen wir das Vertriebsbeispiel. Wenn du verstehst, was die 20% der Kunden, die dir 80% des Umsatzes bringen, bewegt, wirst du deinen Vertrieb vielleicht entsprechend ausrichten. Wenn du dein Ergebnis aber zu eng definierst, zum Beispiel als Anzahl der Vertriebsgespräche pro Woche, dann fällt die geschickte Priorisierung schwer. Zweitens, priorisiere deine Aufgaben entsprechend deiner Analyse. Habe den Mut, auch harte Entscheidungen zu treffen. Das heißt oft auch, zu bestimmten Aufgaben Nein sagen zu müssen und nicht allen gerecht werden zu können. In diesem Fall wird dein Vertrieb möglicherweise für 80% der potenziellen Kunden weniger ansprechend kommunizieren. Wir wünschen dir viel Erfolg bei der Priorisierung deiner Aufgaben und bis bald.